Ja, ein schönes Tor. Nicht so oft so. Nur 1:1 beim FC Augsburg und dazu muss auch in diesem Jahr der Rosenmontagsumzug hier in Dortmund abgesagt werden. Nein, die Puppen tanzen lassen können wir beim BVB aktuell leider nicht. Damit herzlich willkommen zu unserem Spieltagsrückblick. Ja, neben diesem Kerlchen haben wir leider nur einen Punkt mit aus Augsburg genommen. Wir werden gleich noch mit Torschütze Thorgan Hazard sprechen, lassen jetzt aber erst den Trainer zu Wort kommen. Ich muss sagen, dass wir relativ lange Kontrolle über das Spiel hatten, dominant waren. Den einen oder anderen Fehler auch in der ersten Halbzeit hatten am Anfang, aber dann gut ins Spiel reingekommen sind und die Führung, denke ich, war dann auch verdient. Dann war natürlich klar, dass Augsburg irgendwann auch aufkommt, Wechsel, Frische bringt und wir möglicherweise aufgrund auch der Donnerstagspartie dann natürlich auch ein paar Körner haben liegen lassen. Und in der Phase, glaube ich, wo Augsburg dann einfach auch das Risiko erhöht, hätten wir dann einfach den Punch setzen müssen. Und dafür haben wir aber die Räume nicht gut genug gefunden, war nicht klar genug und haben dann das nach einem Ballverlust den Ausgleich bekommen. Hinten raus war es dann noch mal wild, haben wir nochmal angeschoben. Aber am Ende hat es nur zu einem Punkt gereicht und das ist natürlich enttäuschend für uns. Aber ich muss nochmal sagen, die Mannschaft hat heute hier auch nochmal eine Menge Energie reingefeuert in das Spiel. In Augsburg ist es nie leicht und dann müssen wir mit dem Punkt dann einfach auch leben. Soweit die Analyse vom Cheftrainer nach dem erst zweiten Unentschieden in dieser Bundesliga-Saison. Seinen 4. Treffer in der Liga erzielte gestern Thorgan Hazard. Sein schönes Solo hören wir uns jetzt zunächst von Nobby im Netradio an. Und danach kommt der Belgier persönlich zu Wort im Interview mit meiner Kollegin Hanna Nietzsche. So, jetzt kommt Julian Brandt, spielt nochmal zurück auf Rafael Guerreiro. Jetzt nochmal Dahoud, wechselt ganz auf die rechte Seite. Hazard am ersten, am zweiten vorbei und da steht es 1:0. Thorgan Hazard in der 35. Spielminute zur 1:0-Führung für unseren BVB. Thorgan, ein wirklich schönes Tor. Beschreib es doch mal aus deiner Perspektive. Ja, ein schönes Tor. Nicht so oft so, aber ich war gute Position, ein guter Ball von Mo und danach ich gehe nach innen. Aber wenn ich schieße, ich muss mit meinem linken Fuß und ist nicht meine Stärke. So ich gehe danach nochmal mit meinem rechten Fuß und danach ich schieße. Schade ist nur 1:1, aber schönes Tor. Ja, dein Treffer hat am Ende leider nicht zum Sieg gereicht. Marco Rose hat auf der PK gesagt, ihr habt die Räume nicht gefunden und wart nicht klar genug. Wie siehst du das? Ja, wir haben nicht genug Torchance, ich denke. Und danach Augsburg start zu belief. Ein bisschen zu viel. Auch wir haben nicht immer die Kontrolle, zu viel Ballverlust. War nicht ein Top-Spiel für uns, aber wir wollen mehr, wir wollen die 3 Punkte mitnehmen, aber wir haben noch einen. Ja, ihr hattet jetzt 4 Spiele in 11 Tagen und dazu dann auch noch die anstrengenden Reisen. Wie sehr hilft es euch, dass ihr jetzt eine ganze, komplette Woche für die Vorbereitung auf Mainz-Spiel habt? Ist besser für uns, wenn wir haben viele Verletzungen auch, ist besser zu haben eine ganze Woche zu prepare die Spiel. Und die Kader ist groß, aber wenn du hast viele Verletzungen, ist enge und danach ist ein bisschen schwierig zu jedem drei Tage spielen. Aber trotzdem wir müssen mehr machen
Und nächstes Spiel, ich hoffe, eine Sieg. Ja, da tut die Pause bestimmt gut. Mainz wird dann auch wieder ein schweres Auswärtsspiel. Was lernt ihr aus dem Augsburg-Spiel? Also was müsst ihr jetzt in Mainz besser machen? Ich denke, für uns ist jedem Spiel ein bisschen schwer. Ist nicht einfach. Die Bundesliga ist nicht einfach. Die Gegner ist nicht einfach. Auch im DFB-Pokal gegen eine zweite Liga ist auch schwer. Aber wenn wir sind zusammen und wir haben einen guten Tag, wir können auch schlagen wie gegen Gladbach 6-0. Aber ja, in Mainz ist immer auch ein bisschen schwierig für die Mannschaft. Aber sie haben gute Spieler, auch schnell vorne. Wir müssen aufpassen. Aber wir machen das zusammen und ich hoffe, klar, eine gute Sieg. Sportlich also kein Sieger, menschlich haben beide Vereine schon vor dem Anstoß gewonnen. In der Friedensstadt Augsburg präsentierten die Mannschaften ein Banner in den ukrainischen Landesfarben und der Aufschrift "Gemeinsam für den Frieden". Eine Botschaft, die man dieser Tage nicht oft und nicht laut genug in die Welt tragen kann. Damit Deckel drauf, was das Spiel in Augsburg betrifft. Und zum Abschluss möchte ich euch noch auf unseren Trikotwettbewerb Design dat Ding hinweisen. Denn dort befinden wir uns in der entscheidenden Phase. Waren auf jeden Fall etliche dabei, wo ich gesagt habe, okay, die sehen richtig geil aus. Es war ein super spannender, langwieriger Prozess. Eine riesen Herausforderung, auch zwischen ähnlichen Designs einfach zu unterscheiden. Die besten Trikots sind die, mit denen du dich beschäftigst. Manchmal ist es ja auch eher ein Gefühl, als dass man es in Gänze erklären kann, warum man was jetzt toll findet. Gibt es irgendwie etwas, was ich so jetzt noch nicht gesehen habe? Ich finde das eigentlich ganz witzig. Oh, das ist vielleicht auch nicht so schlecht. Ich habe ja auch versucht, mich zu vorstellen, wie würden die Fans ja auch sich fühlen. Ja, man musste selber erstmal ein paar Mal hingucken. Die Fans haben es einfach nicht so leicht gemacht. Über 15.000, das war richtig schon dabei und das war sehr hart, diese Entscheidung. Wir waren wirklich ein Team. Wir haben so viele geile Sachen bekommen. Da sind ein paar schöne dabei. Also für mich gehört das definitiv dazu. Eine richtig geile Idee, ja. Bis zum 18. März könnt ihr noch abstimmen und über das Heimtrikot 2023-24 mitentscheiden. Damit verabschiede ich mich heute hier vom BVB Trainingsgelände. Kommt gut durch die Woche und bleibt gesund. Heya BVB.